Seit ich in meiner Wiege war, hatte ich verschiedene spirituelle Erlebnisse, sah Geister, schien mit einigen von ihnen zu interagieren und vielleicht andere Arten von Wesen zu sehen. Ich möchte Ishtar in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Ishtar? Mir geht es gut, Alec, uns. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung sind. Wir alle haben eine einzigartige Lebensgeschichte, aber Ihre ist. Ihre Reise war interessant, um es milde auszudrücken. Sie begann in sehr jungen Jahren. Also meine allererste Frage an Sie ist, Herr, wie war Ihr Leben vor Ihrem spirituellen Erwachen? Vor der Nahtoderfahrung und all dem? Und ich weiß, dass das auch nicht viel Zeit war, davor, weil wir sehr jung waren, als es passierte. Ja, nun ja, etwa 13 Jahre bevor das passierte. Es war eine interessante Kombination aus normalem Mittleren Westen und total verrückt. Und sie lagen direkt nebeneinander. Und man akzeptiert irgendwie das Leben, in das man hineingeboren wird. Und das war so ziemlich alles, was ich je kannte. Also zur gleichen Zeit, es schien, und ich war immer sehr skeptisch. Und ich danke meinen Eltern dafür, dass sie mich so erzogen haben, dass ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe und mein Bestes gebe, ein kritischer Denker zu sein. Aber gleichzeitig, seit ich in der Wiege lag, hatte ich verschiedene spirituelle Erlebnisse. Ich sah Geister, schien mit einigen von ihnen zu interagieren. Vielleicht sah ich auch andere Arten von Wesen. Wichtiger als das, denke ich, war im Grunde, dass ich irgendwie natürlich meditierte. Und natürlich wusste ich nicht, dass ich meditierte, aber zum Beispiel die Art und Weise, wie ich einschlief, was sehr, sehr angenehm war. Ich machte im Grunde diese Art von Atemtechnik. Und ich atmete ein, hielt den Atem an und ließ ihn dann los. Und während ich das tat, fühlte ich diesen wunderschönen, honigartigen Strom meinen Rücken hinauffließen. Es würde mich einfach komplett entspannen und ich würde es in verschiedene Teile meines Körpers schicken. Und dann, wenn ich bereit war, irgendwie zu gehen, würde ich es aus meinem Kopf herauslassen und ich würde mit ihm gehen. Manchmal erinnerte ich mich daran, wohin ich ging. Und am nächsten Morgen, und manchmal ging ich einfach in den normalen Schlaf über. Also solche Dinge passierten. Ich erinnere mich an Erinnerungen, die ich eigentlich nicht haben sollte, was ich entdeckte, als ich in meinem letzten Jahr den AP-Psychologiekurs belegte. Man sagte, man könne nicht vor 2,5 Jahren zurückgehen. Ich sagte, nun, es scheint, dass hier eine Abweichung vorliegt, weil ich erinnere mich daran, wie meine Windeln gewechselt wurden und ich wusste auch, welches Familienmitglied ich dafür haben wollte, je nach ihrer Stimmung. Manchmal bevorzugte ich es normalerweise, wenn es meine Mutter war, aber bei schlechter Laune dachte ich, oh Gott, mach dich bereit. Es war ein bisschen so seltsam, solche Dinge, kleine Dinge wie diese. Und dann wissen Sie irgendwie das. Es gab ein Gefühl von Einheit im Bewusstsein. Und dieses einheitliche Gefühl war da, selbst wenn ich mir das Knie aufschürfte und weinte. Oder ich erinnere mich an Wutanfälle, aber es gab diesen tiefen, stillen Raum, in dem ein Teil meines Bewusstseins verankert war und ich beobachtete mich im Grunde dabei, wie ich diese Wutanfälle hatte. Zu anderen Zeiten erlebte ich mein Bewusstsein in diesem Körper, aber auch im Körper meiner Mutter, meiner Schwester, meines Vaters, der Kommode, der Vorhänge, alles im Raum. Und wenn ich mich darauf einließ, war es einfach eine wirklich schöne, angenehme Erfahrung. Also geschieht das alles, bevor du 13 wirst. Niemand bringt dir das bei und du hattest auch keinen Kontakt damit. Das kommt alles instinktiv, alles aus dir? Ja, es gab keine Lichtwesen, die als Lehrer kamen und Dinge ins Kinderbett flüsterten, soweit ich mich erinnere. Aber das ist sehr naturalistisches Zeug. Offensichtlich denkst du in diesem Alter nicht daran, dass es spirituell ist. Es passiert einfach und du gehst damit um. Du akzeptierst einfach alles, wie es kommt. Denn in dem Alter ist alles, was als normal gilt, auch normal. Genau, richtig. Und dann begann es vielleicht so mit 6 oder 7 Jahren langsam schlechter zu werden.
Die Kindergärtnerin beim Eltern-Lehrer-Gespräch sagte zu meiner Mutter, er hat eine großartige Persönlichkeit. Und das war das erste Mal, dass ich dieses Wort wirklich wahrnahm und neugierig war, was das bedeutete. Und auf dem Heimweg fragte ich meine Mutter, was ist eine Persönlichkeit? Was meint sie damit? Und sie erklärte mir das ausführlich. Sie war sehr interessiert an Psychologie. Später machte sie ihren Master und wurde Therapeutin. Als sie es beschrieb, ging mir plötzlich ein Licht auf. Ich dachte, oh, das muss ich auch haben. Ich nenne das mal eine angeblich spaßige Sache, die ich nie wieder machen werde, aber wahrscheinlich doch. Also dann, ich weiß nicht. Es war eine Zeit, in der sie morgens kam und mich anzog. Ich wurde verhätschelt. Ich war das Nesthäkchen der Familie. Also wird man länger wie ein kleines Kind behandelt. Ich würde ihr sagen, wie ich meinen Tag gestalten würde. Und ich würde sagen, heute werde ich Angst vor diesem haben. Im Grunde erfinde ich mir ausführliche Hintergrundgeschichten. Und jeden Tag konnte ich es anziehen, ausziehen und es war großartig. Schließlich nach der ersten Klasse, in der ich eine schreckliche Zeit hatte. Ich begann, in einer Rolle stecken zu bleiben. Und ich nutzte diese Fähigkeit als Abwehrmechanismus. Ich sagte meiner Schwester, ich weiß, wie ich eine bessere Zeit in der Schule haben werde. Ich werde den Leuten zeigen, was sie sehen wollen. Dann lassen sie mich in Ruhe. Sie sagte nein, mach das nicht. Meine ältere Schwester passt auf mich auf. Ich war etwa 7 Jahre alt. Sie meinte, du wirst vergessen, wer du bist. Ich entgegnete, nein, ich habe das im Griff, Sis. Und dann erinnere ich mich 1 Jahr später. Ich war 8 und meine Eltern, ich hatte ein Problem. Sie sagten einfach, sei du selbst. Ich fragte, was zum Teufel? Ich habe nicht geflucht, aber was meint ihr damit? Dann ging ich wütend weg und dann sagte ich meiner Schwester, oh Schwester, du hattest recht. Ich kenne nicht mal A von B, es ist alles. Ja, genau. Ich war sehr frustriert. Das ist faszinierend. Du hast ein sehr interessantes Leben geführt. Lass uns zur nächsten Frage übergehen, zu deinem Nahtoderlebnis. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, aber noch nie mit jemandem so jung wie dir. Deshalb bin ich wirklich neugierig, wie die Perspektive eines 13-Jährigen in dieser Erfahrung war. Richtig. Nun, in meinem Fall bin ich tatsächlich sehr dankbar, dass ich scheinbar eine gewisse Vorbereitung darauf hatte. Und das ist ein wichtiger Teil der Geschichte, die ich erzählen möchte. In dem Sinne, dass ich in der Nacht davor, tatsächlich, in der Nacht davor, während ich Baseball spielte, wurde mein Arm von einem besonders schnellen Fastball gebrochen. Genau dort. Und so bekam ich ein Röntgenbild und wusste, dass er gebrochen war. Und meine Jammergeschichte war, dass ich die Hälfte oder die ganze Baseball-Saison verpassen würde oder so etwas in der Art. Als ich mit meiner Mutter sprach, bevor ich ins Bett ging, redeten wir über normale Dinge. Und es rutschte mir einfach so heraus, ohne dass ich darüber nachdachte. Kein Filter. Wirst du bald sterben? Es hat sie tatsächlich irgendwie schockiert und mich auch ein bisschen, was auch ungewöhnlich war. Meine Mutter war nicht besonders. Sie ist ziemlich unerschütterlich bei solchen Dingen. Es wäre etwas, das sie stören würde. Und sie war bei ziemlich guter Gesundheit. Es war mein Vater, um den wir uns normalerweise Sorgen machten. Wegen zu vieler Bologna-Sandwiches. Wie man es im Mittleren Westen macht. Jedenfalls, also, sie hat es irgendwie einfach abgetan und ich auch. Sie sagte, nein, ich werde noch eine Weile da sein. Ich werde immer da sein, wenn du mich brauchst. Ich dachte mir, okay, und ich ging einfach ins Bett. Am nächsten Morgen wachte ich auf wie eine Zeichentrickfigur, sprang plötzlich vom Schlaf ins Wachsein und atmete sehr schnell und schwer, gerade als meine Eltern an der Tür vorbeigingen. Und ich fragte sie, ich sagte ihnen, dass ich etwas Wichtiges zu erzählen habe. Als ich die Nachricht abrufen wollte, war sie nicht da. Ich dachte, oh mein Gott, aber ich kann mich nicht erinnern, was es ist. So verzweifelt war ich, dass ich mich nicht erinnern konnte, und sie mussten mich für etwa 5 Minuten beruhigen. Das war der vorletzte Schultag, normalerweise ein Tag zum Genießen, ohne Hausaufgaben. Los, sie riefen mich runter. Sie gingen weg. Das war das letzte Mal, dass ich die beiden zusammen als meine Eltern sah.
Dann ging ich zur Schule, machte den Schultag durch und kam nach Hause und wir brachten meine Schwester zu ihrem neuen Arbeitsplatz am Stadtrand. Und als wir losfuhren, um links abzubiegen auf eine dieser geteilten Straßen, schien es eine ereignislose Straßenüberquerung zu sein, da ein sichtbares Auto weit entfernt war und uns nicht treffen konnte. Doch direkt dahinter war ein verstecktes Auto, das genau im schlimmsten Moment Gas gab. Und als wir fuhren, wollte ich mit meiner Mutter sprechen und da war ein großer, alter, grauer Lincoln, nur wenige Zentimeter von der Autotür meiner Mutter entfernt. Und anstatt vor Angst zu erstarren oder mein Adrenalin steigt, war ich völlig ruhig. Eine ruhige Nachkomme. Ich hatte Zeit für 2 Gedanken. Der erste war natürlich, oh, Scheiße. Wie erwartet. Wie man es erwarten würde. Ja, ich dachte einfach, das war das Ende. Ich war absolut sicher, dass es das war. Und so war der zweite Gedanke. Er führte mich in einen sehr tiefen Bewusstseinszustand, als ob ich in meinem Geist einen Brunnen hinabstieg. Und im Grunde dachte ich wirklich, dass dieser mehr als 13 Jahre dauern würde. Ich war verwirrt, dass es eine Abweichung gab. Es gab eine Änderung im Drehbuch. Und ich dachte, wirklich? Dieser dauerte schon eine Weile. Und dann, direkt nach diesem Gedanken, noch vor dem Aufprall. Deshalb habe ich meine Erfahrung jahrelang nicht als Nahtoderfahrung angesehen, weil ich den Film Flatliners gesehen hatte und dachte, nein, das ist eine Nahtoderfahrung. Ich wollte so etwas haben, außer dem Geisterkind. Das scheint sehr stressig zu sein. Wir outen uns erneut als alt. Absolut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Film nie gesehen und ich verstehe auch nicht, worum es geht, Sir. Ich weiß nicht, wovon ich sprach. Es war ein fantastischer Film von damals. Es passierte viel, bevor das Auto uns traf. Das war nur ein Wimpernschlag. Es dauerte nicht lange, aber es fühlte sich an, als verginge ein ganzes Leben in diesem Moment. Denn sobald ich dachte, das würde mehr als 13 Jahre dauern, sofort war es ein sehr körperliches, fast schon sinnliches Gefühl. Später fühlten sich Teile davon wie ein Orgasmus an. In seiner Kraft, in gewisser Weise auch. Ja, Ekstase, weil die Lebensrückschau begann. Und das war tatsächlich etwas, mein ganzes Leben lief von diesem Moment zurück, bis zur Geburt, wie ein Film mit jedem kleinen Bild in völliger Klarheit. Als Kind hatte ich davon gehört und war immer neugierig, ob es wirklich passiert. Ich war skeptisch, wie man so viel Erfahrung in so kurzer Zeit haben könnte. Jeder einzelne Moment schien unrealistisch. Doch in diesem Fall fühlte ich mich damit verbunden und es war ein besonderes Gefühl. Weites, tief objektives, vollkommen objektives Aspekt von mir selbst oder Aspekt von Gott oder was auch immer. Ich hatte dafür keine Schublade, aber es war ein Teil des Bewusstseins, den ich als Kind kannte. Und als ich älter wurde und mehr Ego bekam, mochte ich es nicht immer, weil es hereinkam und sagte, ja, das ist eine schlechte Idee. Sei wie, ja, das werde ich tun, das werde ich tun. Aber in dieser Zeit war ich völlig glücklich, mit diesem Ding in Kontakt zu sein, weil wir mein ganzes Leben durchgegangen sind. Und jede Stelle, an der es Vorwand oder Angst oder Lügen gab oder irgendwo, wo ich heutzutage sagen würde, wo ich das Leben abgelehnt habe, wo ich vor Gott, vor dem Bewusstsein weggelaufen bin, wurde vollständig gesehen und vergeben. Es fühlte sich an, als ob ich physisch, als ob ich mit einer Art dünner, aber extrem schwerer Hülle auf mir gelebt hätte, selbst in einem ziemlich nicht traumatischen Leben. Und ich hatte diesen Gedanken als Teil des Prozesses, wie, wow, ich bin erst 13 und war an einem schönen Ort. Wie konntest du all diesen Mist haben, als es von mir abgenommen wurde und sich bei jedem Schritt so wunderbar anfühlte? Und dann kamen wir zum Ende. Und als wir zurückgingen, wurde jede Szene tatsächlich immer mehr durchdrungen, von im Wesentlichen einem goldenen Licht. Und, wie viele andere Menschen, erlebte ich das Licht nicht nur aus meiner individuellen Perspektive, ich erlebte es aus der individuellen Perspektive, der Perspektive anderer Menschen.
und einer kosmischen Perspektive, die alle gleichzeitig zu umfassen schien. Und es gab keine Verwirrung darüber. Tatsächlich war es die klarste Erfahrung, an die ich mich seit langem erinnern konnte, wenn überhaupt bis dahin. Als es schließlich zu Ende ging, gab es im Grunde keinen Unterschied zwischen diesem Reich oder was auch immer ich dort erlebte und allem, was ich ansah. Ich erinnere mich daran, auf die Schulter meiner Mutter zu schauen, das Armaturenbrett des Autos, den Mann im Lincoln, sein Auto, den Himmel. Alles war erfüllt von diesem Licht, eine Art Licht, das über das Licht hinausgeht. Und ich erkannte, dass alles die ganze Zeit aus Liebe bestand. In diesem Moment fühlte ich mich so lebendig wie nie zuvor, einfach nur fertig zu sein. Es war wunderschön. Und dann, bam, wir wurden heftig getroffen. Also geschah das alles, bevor ihr getroffen wurdet? Wow. Das passierte in dieser Sekunde oder zwei, bevor du das Auto siehst. Das ist interessant. Das habe ich noch nie gehört bei einer Nahtoderfahrung, wo es fast passiert. Ja, genau. Deshalb habe ich es nie als ein Wissen kategorisiert. Eigentlich hat es mich daran erinnert. Ich habe diesen Warren Beatty-Film gesehen. Hier ist noch einer. Heaven Can Wait. Sein Engel zieht ihn von seinem Fahrrad, bevor er getroffen wird. Natürlich wäre er nicht getroffen worden. Sein Engel hat den Fehler gemacht, aber das hat mich daran erinnert. Ich dachte, oh, sie wollten nur, dass ich diesen Unfall überlebe, weil ich mir den Kopf wirklich heftig gestoßen habe. Ich erinnere mich. Also, nachdem du getroffen wurdest, gab es keine Nahtoderfahrungen, keine mystischen oder spirituellen Erfahrungen mehr. Alles geschah vor dem Unfall. Oh, ich meine, es passierte auch nachdem sie mich aus dem Auto geholt hatten. Warst du in dieser Zeit bewusstlos? Oh, ja. Ich hatte eine Gehirnerschütterung. Und dann, es war ein heftiger Schlag, keine Prellung, was bis heute seltsam ist. Ich hatte vom Vortag einen gebrochenen Arm, aber die einzige Verletzung, die sich verschlimmerte, war ein gebrochener Mittelfinger an diesem Arm. Also lief ich einen Teil des Sommers mit einem Gips herum, der so geformt war, was tatsächlich irgendwie meine Stimmung widerspiegelte. Richtig, aber nein, ich kam zu mir mit dem Geräusch des Sicherheitsgurts. Ding, ding, ding und dem schweren Atmen meiner Mutter. Und die Leute, die die große Kreissäge benutzten, um die Türen unseres Autos abzunehmen, um uns da rauszuholen, zogen mich heraus und legten mich geschickt auf die Trage, sehr vorsichtig, falls ich Wirbelsäulenverletzungen hatte. Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Dann brachten sie uns schnell in einen Krankenwagen, fragten nach meinem Namen. Ich konnte nur sagen, dass meine Mutter dort drüben sei, da ich eine Gehirnerschütterung hatte. Im Krankenwagen war mein Hals fixiert. Ich sah durch meine Augen und antwortete dem Sanitäter, schwebte aber auch über der Szene im Krankenwagen und sah alles gleichzeitig. Und dann. Meine Mutter rief zweimal meinen Namen, fragte, und ich sagte, mir geht's gut. Zweimal. Beim ersten Mal hat sie es, glaube ich, nicht registriert, aber beim zweiten Mal schon. Und weil danach ging ihr Atem von diesem angestrengten Atmen. Ich denke, sie kämpfte wirklich darum, in einem gebrochenen Körper zu bleiben. Und dann ging es in dieses ruhig, gemessen, irgendwie loslassend. Wir waren zusammen im Krankenwagen und ich hatte dieses seltsame, doppelte Bewusstsein, diese doppelte Perspektive, bei der ich in meinem Körper war, aber auch irgendwie oben im Krankenwagen. Und meine Mutter rief zweimal meinen Namen. Auf beide Rufe sagte ich, mir geht's gut. Beim zweiten Mal registrierte sie es. Ich wusste es, nicht nur weil sich ihr Atem änderte und sehr ruhig wurde, als ob sie einfach losließ, weil sie wusste, dass es mir gut ging und dass ihre letzte Aufgabe erledigt war, sicherzustellen, dass es mir gut geht, was in mancher Hinsicht mehr als all die mystischen Erfahrungen davor und danach, in mancher Hinsicht das tatsächlich meine Seele am tiefsten berührt hat. Dieser eine Moment der Interaktion. Wann immer ich später
im Leben schwierige Zeiten hatte, erinnerte ich mich daran und ich erinnerte mich an die Stärke eines Elternteils, der in seinem sterbenden Körper bleibt, um sicherzustellen, dass es seinem Kind gut geht. Und das gab mir die Kraft, viele schwierige Dinge zu tun und viele richtige Dinge, die schwer zu tun waren. Also, das hat mich wirklich berührt. Praktisch schon gesehen, mehr als die meisten Dinge habe ich auch gespürt, wie sie lief. Interessanterweise, natürlich war ich immer sehr skeptisch gegenüber solchen Dingen, auch darauf bedacht, die Dinge nicht anders darzustellen, als sie sind. Aber als sie meinen Namen rief, war es, als ob ihre Stimme in mir war. Es gab keinen Ton, der von einem separaten Ort kam und diese separate Person erreichte. Es gab ein echtes Gefühl der Einheit in der Kommunikation sogar. Ich fühlte sie, als ob sie sich bis zu einem gewissen Grad mit mir überlappte, oben im Krankenwagen. Und als sich ihr Atem änderte, spürte ich, dass sie irgendwie ging. Es war fast wie ein Hauch an mir vorbei zu dieser Zeit. Oh Gott, ich war dieser verwirrte 13-Jährige. Ich dachte nicht, dass ich meine Mutter nie wieder lebend sehen würde. Mein Körper. Nein, wir würden zum Krankenwagen gebracht werden, vielleicht ins Krankenhaus, wo sie uns wieder zusammenflicken würden. Das Leben wird weitergehen vielleicht. Doch das ist nicht passiert. Nächstes Ding, wir sind im Krankenhaus. Sie ist hinter mehreren Runden blauer Vorhänge und das Stimmengewirr der Ärzte dort drüben, die versuchen, sie zu retten. Ich bin draußen, weil sie wussten, dass es mir gut ging. Ich liege noch auf einer Trage, um meine Wirbelsäule zu überprüfen. Dann ist meine Schwester da, weinend, weil sie denkt, dass ihre Mutter und ihr Bruder kaputt sind. Papa kam heraus und überbrachte uns die schlechten Nachrichten. Es fühlte sich an wie ein Schlag in den Magen. Es war eine Art verschwommener Trauer und Schock, als wir aus dem Krankenhaus geführt wurden. Die gutherzigen Damen von den lutherischen Sozialdiensten boten Umarmungen an, die ich in dem Moment nicht wirklich annehmen konnte, aber ich weiß, dass sie es gut meinten. So wurden wir dann von dem besten Freund meines Vaters nach Hause gefahren. Die nächsten 2 Tage waren eine Art verschwommener Trauer. Doch nach dem Schleier der Trauer war es sehr interessant. Wieder war es eine Art Doppelerlebnis, wie es schon früher in der Kindheit passiert war, nur dass ich jetzt ein junger Teenager war, der um seine Mutter trauerte. Also durchlief ich alle. Genau wie Elisabeth Kübler-Ross die Phasen der Trauer beschrieben hat. Ich durchlief sie wie im Lehrbuch, durch diesen Sommer. Aber gleichzeitig war da diese Stille, die einfach immer da war und die ich nicht abschütteln konnte. Und zuerst dachte ich, das sei Schock. Und dann dachte ich, Mann, dieser Schock ist ziemlich gut. Ich war froh über den Schock, wegen dieser Weite, die nicht wirklich in meinem Körper war, aber doch in meinem Körper, aber überall. Und wenn ich wollte, konnte ich irgendwie darin eintauchen, als wäre es eine Art Substanz, wie ein See. Ich konnte tiefer hineingehen. Und immer wenn ich das tat, stellte ich fest, dass Wellen der Glückseligkeit durch meinen Körper strömten, wie damals, als ich viel jünger war. Also hatte ich irgendwie Spaß daran und behandelte es wie ein Phänomen. Ich war sehr neugierig auf diese Beziehung zwischen dem Eintauchen in dieses große, stille Ding und all dem, was dabei passierte. Und je mehr ich in das eintauchte, strömte eine Art Liebe in mein Herz und umhüllte die Menschen um mich herum oder die Dinge, die ich ansah. Und es war sehr interessant. Und all das geschah gleichzeitig, als ob ein Wasserfall von Trauer und verschiedenen Emotionen ungehindert durch meinen Körper flossen. Auch Wut. Und ich sagte, ich glaubte damals nicht wirklich an einen Gott. Ich hatte keine Religion, aber ich sagte, wenn es einen Gott gibt, fuck you, nahm meine Mutter und schlug gegen die Wand. Selbst als ich gegen eine Wand schlug, war da diese seltsame Ruhe im Hintergrund, bei der ich dachte, okay, ja, und ich konnte sie nicht abschütteln. Ich versuchte tatsächlich, sie abzuschütteln, weil ich sehen wollte, ob ich das kann. Doch ich konnte nicht. Es war, als könnte ich der Freude, die auch da war, nicht entkommen.
Und ich habe es den Leuten nicht gezeigt. Glaubst du, es war fast wie ein Geschenk, um mit diesem Prozess umzugehen? Nun, irgendwie schon. Aber anders. Vor allem, weil ich eine Art Vorahnung hatte, dass es passieren würde. Das half sehr in dem Sinne, dass ich mit präkognitiven Erfahrungen vertraut war. Nur, ich hatte keine Erfahrung, die mit so einem großen Ereignis zu tun hatte. Aber das half mir, es zu überstehen. Rückblickend und nicht einmal lange danach wurde mir klar, nein, das war irgendwie meine Initiation. Das war, so hart es als Lektion auch war. Das war das Feuer. Ich hatte das Gefühl, dass auf irgendeiner Ebene meines Seins meine Mutter und ich uns vor dem Leben zusammengesetzt und gesagt haben, schau, wenn Plan X eintreten muss, wird es so sein. Und es war einfach ein sehr starkes Gefühl, dass das der Fall war. Jahre später wurde mir klar, dass es kein Schock war, den ich durchmachte. Zumindest nicht alles davon. Anfangs ja. Aber später erkannte ich, dass es kein Schock war, sondern Samadhi. Und das zog sich über den größten Teil des Sommers hin. Ich meine, es war nicht immer da. Manchmal war es sehr tief, manchmal ein bisschen oberflächlich. Es war immer da. Ich konnte immer noch wie ein dummer Teenager sein und mit Freunden herumalbern und was auch immer. Viel Blödsinn reden, wie ein 13-Jähriger eben tut. Aber es verblasste. So begann ich wieder die 8. Klasse. Sozial und akademisch bekam ich, was ich lange wollte. Natürlich war es sehr leer und hohl. Ich versuchte, wieder die Person zu sein, die ich war. Ich versuchte, mein altes Leben wieder aufzunehmen. Und es war, als würde ich versuchen, zu kleine Schuhe anzuziehen. Es war schmerzhaft. Ich wollte nicht nur für mich selbst sein, da ich sehr zielorientiert war, sondern auch für meine verstorbene Mutter, meinen Vater und die ganze Familie. Ich wollte ihren Erwartungen gerecht werden und Menschengefälligkeit zeigen. Doch intern lief es überhaupt nicht gut. Zunächst möchte ich Ihnen sehr dafür danken, dass Sie so ehrlich und offen mit Ihrer Geschichte sind. Ich weiß, es ist schmerzhaft, in diese Zeit des Verlustes Ihrer Eltern zurückzugehen. Es scheint eine so verwirrende Zeit für Sie gewesen zu sein, weil auf der einen Seite haben Sie Ihre Mutter verloren, auf der anderen Seite entdecken Sie Ihre Spiritualität. Sie entdecken diese Dinge, die Ihnen passieren. Sie müssen in Aufruhr gewesen sein. Wie sind Sie damit psychologisch umgegangen? Weil auf spiritueller Basis verstehe ich das. Ich meditiere schon lange. Ich verstehe die Glückseligkeit. Das Gefühl der Liebe, wenn man tief in die Meditation geht. Und das hast du in vielerlei Hinsicht getan, ohne es zu wissen, in gewisser Weise. Aber damit umzugehen und mit der Wut und all diesen Dingen gleichzeitig auf dem Niveau eines 13-Jährigen, geschweige denn eines Erwachsenen, es wäre schwierig für einen Erwachsenen, geschweige denn für einen 13-Jährigen. Wie bist du psychologisch mit diesen Stressfaktoren auf beiden Seiten umgegangen? Serielle Freundinnen, das ist teilweise wahr. Ja, es ist eine Ablenkung, es ist eine. Ich weiß genau, was du meinst. Nein, wenn ich das sage, diese Interviews, naja, nicht genau Ablenkungen, aber in diesen Interviews, weil ich viele wunderbare Menschen in meinem Leben hatte. Und wenn ich an die 8. Klasse bis etwa zu meinem 2. Jahr in der Highschool denke, möchte ich mich normalerweise bei allen, mit denen ich jemals interagiert habe, pauschal entschuldigen. In gewisser Weise. Aber abgesehen davon, nein, es war eigentlich sehr wunderbar. Die Sommer waren immer gut für mich, weil ich aus irgendeinem Grund in den Sommern so viel Selbstentdeckung und Transformation wie möglich in diese 3 Monate im Sommer nach der 8. Klasse gepackt habe. Zuerst versuchte ich, zu dem zurückzukehren, was auch immer das nach dem Autounfall war. Und mein brillanter Skorpionverstand entschied, dass es wohl deine Nähe zum Tod gewesen sein muss. Also müssen wir dich erschrecken, Kumpel. Aus einem Flugzeug springen? Ja. Nun, Autos. Bei sehr langsamen Geschwindigkeiten. Von Leuten, die etwas älter waren, aber keine Erwachsenen. Golfwagen. Ein Freund hatte Golfkarts auf seinem Grundstück. Wir haben sie repariert. Als ich damit aufhörte, war es, als ich fast meinen linken Arm gebrochen hätte, weil ich raussprang und anstatt zu rollen, versuchte ich auf beiden Füßen zu landen. Dann hatte ich einen Moment, in dem ich dachte, oh, das war Anta. Danach
stoppte ich, da mein Vater wütend wäre, wenn ich mir den Arm breche, indem ich von einem Golfwagen springe, um eine Nahtoderfahrung zu haben. Du hast buchstäblich versucht, erneut eine Nahtoderfahrung zu erleben, da du Spiritualität damit verknüpft hast. Ja, oder so ähnlich. Ich habe es nicht als Nahtoderfahrung bezeichnet. Aber dann ging ich hinein, Gott sei Dank mit meiner Schwester, in diesen metaphysischen Buchladen. Ich hatte kein Interesse an solchen Geschichten, da ich nur das Äußere sehen konnte. Ich sah Räucherstäbchen und seltsame glänzende Windspiele. Das war nicht mein Ding, aber ich ging hinein, weil ich ein pflichtbewusster jüngerer Bruder war. Ich begleite meine Schwester gerne. Also ging ich nach hinten, nahm zufällig ein paar Bücher in die Hand und schlug eines über Yogis auf. Beim Blättern stieß ich auf eine Seite, die verschiedene Samadhi-Erfahrungen beschrieb. Und ich las und dachte, was in aller Welt? Denn was sie beschrieben, war im Wesentlichen, das, was ich erlebt hatte, klang sehr ähnlich. Und so war ich in diesem Buchladen, wann immer ich konnte, für die nächsten 2 Jahre. Und ich hatte eine Art stillschweigende Vereinbarung mit dem Besitzer. Mit stillschweigend meine ich natürlich, dass es keine Vereinbarung gab, aber es fühlte sich irgendwie so an. Ich las alle Bücher, kaufte sie aber nicht. Einmal im Monat gab mir mein Vater Geld für einen Talisman. Also kaufte ich einen. Solange ich keine Bücher beschädigte, fühlte ich mich gut. Er ließ mich dort bleiben, las alles und kämpfte mit einigem, das ich nicht ganz verstand. Dann kamen einige spirituelle Freunde in meine Stadt, darunter meine Freundin Pam. Sie unterrichtete transzendentale Meditation und war eine lokale Hellseherin. Zu meinem Geburtstag schenkte sie mir eine spirituelle Lesung. Aber hauptsächlich redete sie nur und hatte diese Ausstrahlung. Ich bemerkte, dass das, was sie in sich hatte, dem sehr ähnelte, was ich zuvor gefühlt hatte, was mich aufmerksam machte. Dann traf ich einen Freund namens Austin, mit dem ich viele interessante Erlebnisse hatte, die 2 Stunden eines Interviews benötigen würden, um sie alle zu erzählen. Aber um Austin herum geschahen wilde Dinge, Synchronizitäten und seltsame Ereignisse. Aber am wichtigsten war, dass diese Ausstrahlung bei ihnen war. Wisse, dass ich nett war. Ich war in ihrer Gegenwart. Ich wusste, ich musste meditieren, aber hatte Angst davor. Ohne gute Anleitung lehnte ich TM-Anweisungen ab. Mein Herz sagte, es ist für dich, aber doch nicht. Dieses Leben ist im Grunde das, was es sagte. Es ist so, okay, ich werde es nicht tun. Nach 3, 4 Jahren in der Highschool begann ich regelmäßig zu meditieren. Ich öffnete diese Box, die für mich wie eine Büchse der Pandora war. Da war dieses tiefe Verlangen in mir, für das ich keine Worte finden konnte. Manchmal nannte ich es den verrückten Mönch, mangels eines besseren Begriffs. Ich hatte das Gefühl, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn ich diese Box öffne. Ich hatte das Gefühl, dass, wenn ich mich lasse, dieses Ding in mir aufsteigen lassen würde, dass ich, wer ich war, es zu Ende bringen müsste. Andernfalls wäre es nicht wert. Also habe ich irgendwie kunstvoll versucht, es nicht zu öffnen, aber trotzdem meinen Kuchen zu haben und ihn auch zu essen, bis zu einem gewissen Grad. Und dann, an einem Punkt, war ich einfach, nein, wir müssen eintauchen. Wir müssen das tun. Ich tat es. Ich begann 6 Stunden täglich zu meditieren, mit Techniken aus einem Buch und von vorbeikommenden Leuten gelernt. Nicht immer die besten. Kalte Duschen um 3 Uhr morgens, aufwachen, 3 Stunden Meditation, Yoga und Qigong praktizieren, abends weitermachen, einfach voll dabei sein, es tun müssen. Ja, ich war voll dabei, musste es sein. Du warst ja. da. Irgendwie, das passiert vielen Menschen. Autobiografie eines Yogi, ich sehe, du hast sie dort. Dieses Buch kam in mein Leben. Ich glaube, es war mein Schwager, mein zukünftiger Schwager, der es mitbrachte, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe es verschlungen. Dieses Buch zum ersten Mal zu lesen, war im Wesentlichen so, als wäre ich in Satsang mit einem großen Wesen, das in meinem Herzen lebte. Beim Lesen der Seiten fühlte es sich an, als ob eine wunderschöne Liebe durch meinen Körper strömte und aus meinem Herzen floss. Ich erinnere mich an eine Stelle im Buch, wo Yogananda versprach, wer zu Babaji betet, das ist ein Segen. Du wirst es hören. Okay, Yogananda, du wusstest nicht, dass ich das lesen würde, weil ich frage viel. Babaji ist gleich dahinter.
Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts betete, und auch hier war ich immer skeptisch, aber ich betete eines Nachts, als ich in meiner tiefsten Meditation war. In dieser speziellen Sitzung sagte ich, okay, alles klar. Und ich schickte dieses Gebet aus meinem Herzen zu Babaji. Und direkt danach kam dieses Gefühl wie ein Ball. Angenehmer Ball. Es kam in mein Kronenchakra herunter. Es war so erfreulich und es lief den Hinterkopf hinunter und lief meine Wirbelsäule hinunter und in mein Herz. Und es gab eine Art akustisches Merkmal, das so war wie achte auf diese Frequenz, weil ich ihn im Grunde fragte, könntest du mir helfen, mir meinen Weg zeigen? Ich dachte, es könnte in einer Kriya-Yoga-Schule sein. Doch als ich die Broschüre von der Ananda-Gemeinschaft sah, sagte mein Verstand sofort, Sexskandal. Und ich hatte recht. Meine Oma mochte das, weil sie gute Zähne hatten. Und ich dachte nur, da stimmt was nicht im Staate Dänemark. Ich schrieb dann an verschiedene Klöster und alles, was ich bekam, hatte nicht die gewisse Musik. Ich wusste, es war nicht mein spirituelles Zuhause. Deshalb betete ich zu Babaji, weil ich es alleine nicht gut hinbekam. Und dann, ein paar Tage später, kam ich nach Hause. Und mein zukünftiger Schwager war mit meiner Schwester auf der Vordertreppe. Er sagte, hey, einer der Aufstiegskurse, zu denen wir gehen wollten, wurde abgesagt. Es gibt einen in Minneapolis dieses Wochenende. Willst du? Weißt du, als ich nach Hause ging und er das sagte, baute sich dieselbe Frequenz wie in der anderen Nacht in meinem Kopf auf. Und ich fand mich im Grunde dabei, ja zu sagen, was seltsam war, weil ich ein bisschen berüchtigt dafür geworden war, zu allem Nein zu sagen, was meinen strikten Meditationsplan störte. Ich sagte einfach Nein. Ja zu sagen, in diesem Moment war übertrieben. Es ist faszinierend. Deine Geschichte ist so faszinierend, mein Freund, weil du den Prozess erklärst, wie ein 13-Jähriger oder sogar eine jüngere Person eine große Erfahrung durchmacht und detailliert beschreibst. Du versuchst herauszufinden, wie du zu diesem Gefühl zurückkommst, weil im Alter von 13 Jahren hast du niemanden um dich herum. Du hast keinen Führer, keinen Guru, niemanden und du denkst dir nur, soll ich mit einem Golfwagen fahren und versuchen, wieder zu sterben? Vielleicht ist das der Weg. Das ist urkomisch und gleichzeitig erschreckend. Aber du hast schließlich deinen Weg in ein Ashram gefunden, wo du, soweit ich weiß, viele Jahre geblieben bist. Wie war das Leben im Ashram und diese Art von mönchischem Leben, das du begonnen hast zu führen? Nun, für die meisten meiner 6,5 Jahre in diesem Ashram und unseren Satellitenzentren war es im Grunde genommen mein eigenes kleines Shangri-La, obwohl es wild sein konnte. Ich bin nicht ohne Kritik an solchen Gruppen, aber es war weit entfernt von einem schlechten Kult. Ich nannte es immer meinen gutartigen Kult, selbst als ich noch dabei war. Die Leute sagten, ja, das stimmt. Das ist eine passende Bezeichnung. Aber ich habe es geliebt. Ich dachte, oh ja, ich bin in einem harmlosen Kult. Ich habe es verstanden. Es war magisch. Schon allein das Ankommen an der Tür des Ortes. Nach einer Nacht im Greyhound-Bus von Seattle zur Küste Oregons. Abgeholt zu werden. Lustig, wie sie mich abholten. Ein Gerüst wurde gebracht. Schließlich war ich in das Gerüst im hinteren Teil dieses Bands eingekuschelt. Und ich liebte es. So sollte man genau in einem Kloster ankommen. Es muss eine gewisse Härte geben. Und ich hatte vor, draußen im Wald vor ihrem Gebäude zu schlafen, bis sie mich aufnahmen. Ich dachte, das müssen sie tun. Man muss Engagement für den Weg zeigen. Das war meine Einstellung. Kein solcher Härtefall zu meinem Bedauern. Aber sie haben mich in ein Gerüst gesteckt. Also, das ist es. Aber es war magisch. Es war das Gefühl von, ich würde Menschen treffen und meine ganze Wirbelsäule würde aufleuchten. Und es würde eine solche Elektrizität in meiner Wirbelsäule sein, wenn ich das tat. Die meisten Menschen, die ich traf, wunderschön. Und ich war nicht unbedingt jemand, der dazu neigte, so übermäßig aufgeregt zu werden. Deshalb habe ich es auch als bedeutungsvoller empfunden. Und ich war sehr skeptisch, besonders bei skeptischen Menschen. Aber meine Güte, es fühlte sich an wie eine Art Durchleuchtung. Vor allem bei einer Hauptlehrerin mit starker Präsenz. Und ich erinnere mich, ich war ziemlich verängstigt auf diese gute Art, die gut für mich ist, aber trotzdem irgendwie so mit dem Gefühl, dass diese Frau mich von innen heraus kennt. Das ist nicht
auf eine invasive Weise. Ich wurde schon einmal psychisch angegriffen und das war ekelhaft. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Frau mich in gewisser Weise besser kannte als ich mich selbst. Und das war einschüchternd. Doch mein Interview auf dem heißen Stuhl habe ich überstanden. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich blieb da. 3 Monate vergingen und ich fühlte mich wie das Schlusslicht in der Meditationsgruppe. Ich dachte, oh mein Gott, im Vergleich zu den anderen fehlt mir die Stille. Vielleicht sollte ich aufgeben und zurück nach Wisconsin gehen, ein normales Leben führen. Dann besuchte ich die Hochzeit meiner Schwester zu Hause. Und dort spürte ich plötzlich die Stille, die sich durch meine Praxis aufgebaut hatte. Ich fühlte mich so ruhig im Vergleich zu meiner Umgebung. So viel Magie und Synchronizität geschah. Also ging ich zurück und ich fühlte mich viel wohler, als ich zurückging. Es ist einfach magisch. Eine der anderen magischen Dinge war ein Jahr zuvor. Ich vergesse das immer. Ein Jahr bevor ich ins Kloster ging, bevor ich so viel zu meditieren begann, war ich im Walmart. Und es kam mir in den Sinn, die Frage an das Universum zu stellen, wo werde ich in einem Jahr sein? Weil ich versuchte herauszufinden, auf welches College ich mich bewerben sollte und all diese anderen Dinge, die man so macht. Und ich dachte einfach, wo werde ich in einem Jahr sein? Und zu meiner Überraschung kam eine Antwort zu mir zurück und ein Bild vor mir mit einer erzählenden Stimme war in meinem Kopf. Und es sagte, nun, eigentlich wirst du mit einer Gruppe von Mönchen in einem überwiegend vegetarischen Café arbeiten. Viele von ihnen werden ganz weiße Kleidung tragen. Du fängst als Geschirrspüler an, wirst aber für alle Aufgaben bis zum Koch ausgebildet. Dann war es vorbei. Ich dachte, oh, das ist unwahrscheinlich. Ich habe es einfach über meine Schulter geworfen. Und dann die letzte Frage, die mir im quasi Telefoninterview gestellt wurde, um zu diesem Ashram zu kommen, war, ob ich Interesse an einem Job in einem vegetarischen Café hätte. Als ich an meine Vision dachte, zögerte ich, sie zu teilen, aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Letztendlich schwieg ich, um mich nicht selbst zu verhexen, indem ich meine Gedanken aussprach. Aber dann muss es so gewesen sein, ja, es war verrückt. Dieses Café war einfach wunderbar, perfekt. Ich meine, es war ein Traum. Also du bist im Ashram für 6,5 Jahre, entscheidest dich dann in die reale Welt zu gehen, raus aus deinem wunderschönen Shangri-La. Wie hast du die Begegnung mit der realen Welt danach erlebt? Manchmal fällt es mir schwer, aus tiefer Meditation aufzutauchen. Nach ein paar Stunden in der realen Welt gehe ich raus und denke dann plötzlich an E-Mails. Es desorientiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nach 6,5 Jahren ist. Wie hast du reagiert? Es war das Beste, was ich tun konnte. Und die schlimmsten Zeiten. Und ich habe es mir sicherlich schwerer gemacht, als nötig war. Rückblickend bin ich ziemlich froh, dass ich etwas gelitten habe, weil ich in gewisser Weise nicht viel Leid in meinem Leben hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du das Ganze durchgemacht hast. Die Eskapade mit 13, das Ganze, ich werfe das einfach mal in den Raum, um dich zu verteidigen. Die Sache mit 13 ist ziemlich intensiv, mein Herr. Ich war gerade mit all diesen 50-Jährigen im Ashram und sie erzählten mir von ihrem Unternehmensleben. Mann, das war wie die Kinder, die Scheidung. Das ist wie, wow, das sind abgebrühte Veteranen des Lebens hier. Ich bin hier nur ein helläugiger, buschiger Jungspund. Aber ja, das stimmt. Nein, ein Teil davon war schwierig, so wie ich mich fühlte. Ich musste die Gemeinschaft verlassen, weil ich mich entschieden hatte zu gehen. Und ich bin froh, dass sie mich nicht rausgeworfen haben und dass ich die Gnade hatte, mich tatsächlich selbst herauszuziehen. Aber im letzten Jahr war ich unzufrieden. Ich war bereits ein Jahr über meinem Verfallsdatum und hätte mich früher zurückziehen sollen. Also hatte ich diese schönen, einheitlichen Erfahrungen, die kontinuierlich begannen zu passieren, als ich in Michigan in einem unserer Satellitenzentren unterrichtete. Und so war es. Ich schlief nur 3 Stunden pro Nacht und erwachte stets glückselig. Auf einem meiner nächtlichen Spaziergänge sagte mein Herz plötzlich, weißt du, was du tun musst? Du musst dich rausschmeißen lassen. Ich dachte, was? Lass dich rausschmeißen, geh. Und ich dachte mir, wenn alles so gut läuft, und wieder einmal versuchte ich dem nicht nachzugeben, weil es wie das Schlimmste erschien, was man tun könnte. Aber ich wusste, eigentlich, zu der Zeit wusste ich, dass es wahr war. Ich hörte die Wahrheit und ich wusste, worauf es hinauslief.
Ich nutzte nicht so viel wie vielleicht andere, die ich kannte, aber ich nutzte Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen mit spirituellen Lehrern, die eine Tradition pflegen. Ich habe das als Krücke benutzt. Und mein Herz sagte mir im Grunde, diese Krücke taugt nichts. Du musst sie loswerden. Ich glaube, es wäre mir leichter gefallen, wenn ich genau jetzt gegangen wäre. Aber das tat ich natürlich nicht. Dann begann ich, mich mit Leuten zu streiten, was gut ist. Ich denke, die Kultur in meiner Gruppe hat sich von meinem Anfang bis zum Ende meiner Zeit dort verändert. Anfangs gab es eigenwillige Charaktere, die keine Mitläufer waren. Doch mit der Zeit bemerkte ich, dass diejenigen, die weniger anfällig für Gruppendenken waren, allmählich gingen. Ich denke, es war meine Zeit. Und zum Glück hatte ich mir Jahre zuvor ein Versprechen oder einen Deal gemacht, der im Grunde besagt, wenn du dich über einen längeren Zeitraum unglücklich fühlst, ist das dein Zeichen, sich zurückzuziehen. Also hielt ich mein Versprechen und man bat mich, nicht mehr zu unterrichten. Sie nahmen mir tatsächlich mein Lehrhandbuch weg. Direkt baten sie mich, nicht aufzuhören, aber das war schon ein harter Schlag. Und sehr schnell hatte ich dieses Gefühl des Seins. Ich war jetzt außerhalb dieser abgeschotteten Gemeinschaft und das war schwer. Es war wie der Verlust einer Familie. Es ist wie der Verlust einer zweiten Familie. Und ich habe mir das Leben draußen schwerer gemacht, als es sein musste. Und wenn ich mich nicht irgendwie selbst bestraft hätte, hätte ich es leichter gehabt. Das gesagt, Junge, es war schwer, nach Portland, Oregon zu gehen. Eine großartige Stadt, ich liebe sie. Und es war viele Jahre danach mein Zuhause. Aber es war seltsam. Und ich musste das tun, aber ich war in Menschenmengen. Und jeder dachte die ganze Zeit nach. Und ich war im Grunde darauf trainiert, in der Stille zu sein. Wenn du die Stille nicht finden kannst, dann benutze Meditationstechniken, um dich neu zu orientieren. Das war boom, boom, boom. Sehr fokussiert. Ich ging einfach irgendwie herum. Ich dachte nur, was in aller Welt? Es ist anders, wenn man in einer Gemeinschaft lebt und halb abgeschieden ist. Ich unterrichtete Klassen und die Leute kamen zu den Meditationskursen. Sie waren selbst ausgewählt, um eine gewisse Orientierung zu haben. Aber Zeit zu verbringen mit Menschen mit einer ganz anderen Lebensorientierung war irgendwie so. Und eine der Sachen, die ich auch vermisste, war, dass unser Ashram eine Kultur der sehr freien Ausdrucksweise hatte. Man konnte sagen, was man wollte, ohne absichtlich die Gefühle anderer zu verletzen. Man konnte ausdrücken, was in einem vorging, ohne sich so viele Sorgen zu machen, dass es jemand persönlich nimmt. Was wunderschön war. Man hielt denselben Raum für eine andere Person und aus irgendeinem Grund konnten wir das einfach tun. Normalerweise waren mehrere Leute da, falls es für jemanden schwierig war. Das liebte ich wirklich. Aber kein solches Glück in der Ecke von Portland, in der ich mich befand. Es ist faszinierend, andere Mönche zu sehen, die öffentlich lehren und solche Dinge tun, nachdem sie ihr Ashram oder Kloster verlassen haben. Es gibt einen Kulturschock, besonders nach langer Zeit innerhalb der Mauern. Dann das Problem, gehen zu müssen und wie man geht. Wie du sagtest, ein Unzufriedener oder Querulant zu sein. Genau das passierte mir, als ich einen Job hatte, der mir viel Geld einbrachte. Ich dachte, ich habe es geschafft. Mir geht's gut. Ich verdiene Geld. Aber warum hasse ich meinen Job? Warum hasse ich es, hier zu sein? Und es war wahrscheinlich etwa 6 Monate über meinem Verfallsdatum, bis plötzlich das Universum den neuen Vorgesetzten schickte, der nicht mit mir klarkam. Es gibt immer ein Instrument, wenn du dich nicht von innen darum kümmerst, richtig? Wirst du ihm etwas geben. Und sie betrachteten die Zahlen, fragten sich, warum dieser Typ so viel mehr verdient als alle anderen in der Abteilung. Wir müssen ihn loswerden. Sie fanden einen Weg, mich zu entlassen, und ich war völlig überrascht. Glaube ich. 3 Tage später hatte ich einen anderen Freelance-Job. 3 Monate später gründete ich meine eigene Firma. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte in der Filmnachbearbeitung. Aber es war alles notwendig. Aber man schaut erst mit der Zeit zurück. Man schaut zurück auf sein Leben und analysiert, was passiert ist. Und als es geschah, dachte man, wenn dieser Typ nicht aufgetaucht wäre, wäre ich wahrscheinlich länger geblieben, als ich es tat. Aber ich habe tatsächlich Maßnahmen ergriffen, um mich anzupassen. Ich war ein kompletter Idiot. Ich war arrogant. Ich dachte, ich muss hier um 4 raus, ich schaffe meine Arbeit, weil ich so viel besser bin als alle anderen in der Abteilung. Solche Sachen.
Ich war in meiner, aber ich war in meiner. Das war wirklich faszinierend, aber ja, als du das gesagt hast, kam mir das sofort wieder in den Sinn. Eine entscheidende Lektion, die die Zuhörer wirklich verstehen sollten, ist, dass anhaltendes Unglück, egal in welchem Bereich des Lebens es sich zeigt, sei es spirituell, beruflich, in der Ehe oder in Freundschaften, ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Veränderungen dringend notwendig sind. Wenn man nicht aktiv wird, werden zwangsläufig Kräfte ins Spiel kommen, die einen aus der unglücklichen Situation herausdrängen, und je länger man zögert, desto unangenehmer wird es. Ja, das Universum hat eine Schar von Apollo-Clowns mit ihrem Haken, die dich hin und her ziehen, wohin du musst. Es ist zuerst ein Stupser, dann ein Flüstern, dann eine Berührung auf der Schulter und plötzlich kommt der Vorschlaghammer heraus und du denkst, oh, okay, das brauchte ich. Ich war jedoch so froh. Das eine, was mich an mir selbst störte, war in meinen monastischen Zeiten eine der kultischen Tendenzen. Bei jeder Gruppe ist diese Art von Innen-Außen-Dynamik, richtig? Diese intensive Abgeschiedenheit. Und wenn ich mich dabei ertappte, in diesem Raum zu sein oder beeinflusst von dieser Art zu sprechen, obwohl Gott ein bisschen mehr in dieser monastischen Gruppe, in dieser spirituellen Lehre oder dieser Praxis ist, als draußen, fühlte ich mich wirklich unwohl. Ich wollte dann am liebsten mit Scotch Brite duschen und es loswerden. Es ist so, vielleicht Igitt, aber ich konnte es nicht wirklich abschütteln. Es war interessant. Es hatte tiefe Wurzeln. Der Mechanismus, es abzuschütteln, war ich, rauszugehen, zur Uni zu gehen, in der Welt zu sein. Und ich denke, viele der Dinge zu sein, die ich verurteilt hatte und selbst so dumm zu sein. Und deshalb bin ich so dankbar, weil das hat den Trick gemacht. Ich schätze, ich brauchte die harte Wand zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte Schwierigkeiten, die Lektion eleganter zu lernen. Wie wir es tun, ja. Und es ist Gott, komischerweise, es ist nicht so. War kein Trinker, nahm keine Drogen, hatte keine schlechten Beziehungen oder so etwas. War einfach nicht ich selbst. Ich entschied mich absichtlich, stumm zu schalten und den Heiligen Geist nicht durchfließen zu lassen. Das war Schmerz. Es war schmerzhaft. Also bin ich dankbar dafür. Aus unserem Gespräch scheint es, dass das Leben für dich bestimmte Dinge bereithält, um dich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Du kommst nicht elegant voran. Ob es die Erfahrung mit 13 Jahren ist oder eine andere, sicherlich hattest du im Leben Ereignisse, die dich vorangetrieben haben. Wir alle erleben das ein wenig, aber deine Erfahrungen sind ziemlich extrem, um es vorsichtig auszudrücken. Nun, Alex. Ja, für mich war es eine Mischung aus beidem. Es gibt Dinge, bei denen ich ein Wunderkind war und andere, bei denen ich dumm wie ein Klotz war. Du bist spirituell so viel weiter, in so jungen Jahren oder durch mystische Erfahrungen. Du verstehst Meditation. Du hast also viele dieser Dinge, nach denen wir alle suchen, die Menschen suchen, und du hattest sie. Aber bei den einfachen Dingen, die wir vielleicht herausgefunden haben, bist du einfach so, nein, diesen Weg gehe ich nicht. Wir haben alle etwas. Es stimmt, oder? Es hat mich zu einem besseren Lehrer gemacht. Als ich zurückkehrte, wollte ich wirklich Ehre erweisen und hatte sogar Respekt. Obwohl ich einige Aspekte der Organisation kritisch sah, war ich sehr respektvoll und dankbar für alles, was mir gegeben wurde. Daher würde ich nicht wieder unterrichten, wenn das Teil des Deals wäre. Aber als ich schließlich zurückkam, ich war viel besser als zuvor. Du hast deinen Weg gefunden. Ja, es waren magische Jahre, als ich zurückkam. Es war nahtlos. Lass mich dich fragen, warum fällt es uns so schwer, unseren Zweck zu finden? Wir alle tun es. Es hat mich fast 40 Jahre gekostet, herauszufinden, was ich tun wollte oder wofür ich wirklich hier bin, und das mache ich jetzt. Aber ich habe unterwegs so viele Werkzeuge gesammelt, durch andere Tätigkeiten, die diesen Teil von mir bereichern, dass ich das ohne sie nicht tun könnte. Es ist also irgendwie wie ein wunderschöner Masterplan, von dem ich keine Ahnung hatte, als ich ihn durchlief. Aber manche Menschen finden es ihr Leben lang nicht.
Sie finden nicht, was sie glücklich macht. Ich glaube, es ist Robin Sharma, der Autor, der sagt, die meisten Menschen sterben mit 20 und werden mit 80 begraben. Ich finde es kraftvoll, wie sie einfach den falschen Weg einschlagen. Warum denkst du, dass es so schwer ist, unseren Zweck zu finden? Nun ja, uns wird nicht gerade geholfen, wenn wir sterben. Eigentlich. Der verstorbene großartige alternative Historiker John Anthony West. Ich stimme seiner Einschätzung der sogenannten Zivilisation zu, in der wir leben. Glänzender Barbarismus nannte er es. Und uns wird nicht wirklich geholfen. Uns wird beigebracht, in jede andere Richtung zu gehen, außer zurück zu unserer Quelle, es sei denn, wir haben unglaublich viel Glück. Richtig? Es gibt so viel Druck und Schwung. Die andere Richtung ist Materialismus. Einiges davon, ja, Materialismus und einige dieser Dinge sind im praktischen Sinne hilfreich, aber wir werden nicht wirklich, wie Maharishi Mahesh Yogi sagen würde, wie wir EBC und 1, 2, 3 lernen, aber nicht, wie wir zu deren Ursprung zurückkehren. Und genau das ist es. Wenn wir zur Quelle zurückkehren, in tiefere Bewusstseinsschichten eintauchen, muss ich erklären, was ich meine. Aber wenn wir beginnen zu erleben, völlig im Frieden zu sein, in diesem Zustand des Gipfelerlebnisses, in dem Sorgen um die Zukunft und Bedauern über die Vergangenheit verschwinden und wir beginnen, das zu kultivieren, dann fällt viel von dem Miasma der Selbstvorwürfe weg. Wir haben so viel im Kopf, das nicht nützlich ist. Viele dieser Gewohnheiten beginnen zu verschwinden. Und wenn sie verschwinden, haben wir tiefere Klarheit. Mit dieser tieferen Klarheit beginnen wir auch tatsächlich diese manchmal zu hören. Einige der schönsten Teile von uns selbst wurden schon in der Kindheit begraben, aber viel vor dem 20. Lebensjahr. Sie wurden vor dem 4. Lebensjahr begraben, richtig? Wenn wir beginnen, ein wenig zu entspannen und den Stress abzubauen, wird es allmählich einfacher, auf das zu hören, was unsere Seele oder unser Herz uns mitteilen möchte. Beim Beobachten von Menschen, die sich auf spirituelle Entwicklung einlassen, sei es durch Meditation oder auf andere Weise, erfreut es mich, wie sie verborgene Talente entdecken und sich plötzlich daran erinnern, was sie als Kind leidenschaftlich geliebt haben. Dieses wunderschöne Aufblühen jenseits des 40. Lebensjahres zeigt, dass es nie zu spät ist, Veränderungen anzustreben und sich weiterzuentwickeln. Es ist nie zu spät, um zu erkennen, dass man noch viel zu bieten hat und dass das Leben viele Möglichkeiten für persönliches Wachstum bereithält. Es muss nicht so sein. Also ich denke, dass das Gewicht der Gesellschaft, die Konditionierung normalerweise das primäre Hindernis ist, um wirklich zu wissen, wer wir sind. Ich meine, Colonel Sanders hat KFC mit 65 gegründet. Wir dachten beide an Colonel Sanders. Ich hatte Harlan im Kopf. Ich bin vegan, ernähre mich pflanzlich, muss es ihm lassen. Er ist eine inspirierende Geschichte, gelinde gesagt. Nun, er könnte auch ziemlich stur sein. Es gibt viele. Malochen, Malochen, Malochen. So in etwa, weißt du, scheitern, 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 scheitern. Und plötzlich bist du Präsident der Vereinigten Staaten. Genau. Nun, Isha, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Ich stelle sie allen meinen Gästen. Was ist deine Definition eines guten Lebens? Das ist schön. Eigentlich ist das eine schwierige Frage. Ich habe nie darüber nachgedacht. Meine Definition eines guten Lebens ist im Grunde, so viel wie möglich im gegenwärtigen Moment zu leben. Sind mehr als der gegenwärtige Moment definiert. In diesem zeitlosen Raum zu leben. Und wenn man aus diesem zeitlosen Raum lebt, dann wird man komischerweise nicht weniger individuell. Man wird nicht plötzlich beige und ohne Eigenschaften. Oft werden Menschen exzentrischer. In gewisser Weise werden sie genau zu dem, was sie sein müssen. Wenn du aus diesem Ort leben kannst, wo du das Lied singst, das dir gegeben wurde, ist das schön. Das ist Leben. Unser Dharma ist ein Lied. Unser Zweck ist ein Lied. Das ist wunderbar. Was ist deine Mission im Leben? Diese Melodie zu leben? Nein, das ist sehr kreisförmig, oder?
woran ich Freude habe neben Chai und Curry. Abgesehen von Chai oder Curry, ich helfe gerne Menschen. Niemand kann wirklich so viel tun beim Helfen eines anderen. Man kann ein bisschen tun und dann liegt es immer an ihnen. Aber ich liebe es, dabei zu sein, wenn Menschen das Lied in sich selbst entdecken. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen, durchzubrechen, was auch immer sie durchbrechen müssen, um sich mehr zu entspannen, als sie es gewohnt sind, und das in sich selbst zu entdecken. Das, denke ich, ist mein Zweck. Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Singen. Zu Singen singen, und tanzen, mein mein Herr. Zu singen und zu tanzen. So ungefähr. Ich war witzig. Ende von Yellow Submarine. Das stimmt. Ich ging zu Blau, um es mit der gleichen Betonung zu versuchen. Aber in gewisser Weise könnte ich etwas sehr Abstraktes sagen, was ich für wahr halte, nämlich zu Maharishi Mahesh Yogi pflegte zu sagen, lebe 200% des Lebens. Was er wirklich meinte ist, wenn du diesen unendlichen stillen Punkt in dir entdecken könntest, wäre das ein unglaublicher Gewinn. Aber du bist noch nicht fertig. Der nächste Schritt ist, auch die Liebe zuzulassen, die, wenn du dem Formlosen eine Form geben könntest, wir es Liebe oder Gott nennen würden, durch dich vollständig und komplett fließen zu lassen. Das ist in gewisser Weise 200%. Für mich ist das wirklich der Zweck zu. Ein Liebeskanal sein. Und wo können die Leute mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren, Sir? Nun, ich habe Webseiten. Ich weiß, ich muss diese Websites wahrscheinlich für euch alle da draußen bearbeiten. Aber ich habe ein paar Websites. Eine davon ist eine Meditations-Website. Eine andere ist für einen meiner weniger angesehenen Berufe, nämlich als intuitiver Astrologe. In diesen beiden Berufen, als Meditationslehrer und intuitiver Astrologe, habe ich das Gefühl, dass ich die beiden Seiten der Unendlichkeit angehe. Ich helfe Menschen, das Formlose zu finden, und ich helfe ihnen auch, sich durch die astrologische Arbeit wieder mit ihrem Dharma und ihrem wahren Zweck zu verbinden. Es war mir eine absolute Freude und Ehre, mit dir zu sprechen, mein Freund. Es war mindestens ein Abenteuer. Ich habe das Gefühl, dass ich deinen Lebensweg durch unser Gespräch auf wunderbare Weise durchlaufen habe. Die Höhepunkte, die Höhen und Tiefen, und wir haben wirklich eine Vorstellung von deiner Reise bekommen. Und ich schätze all die Arbeit, die du in der Welt machst, um so vielen Seelen wie möglich zu helfen. Also, ich schätze dich, mein Freund. Vielen Dank. Danke, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.